Heute geht es heim, leider. Wir verlassen das Wilshire Motel in Santa Monica mit einer Empfehlung. Kein Luxus, aber absolut sauber und ein guter Preis. Wir hatten ein kleines Häuschen mit 2 Badezimmern. Da wir nur eines von beiden Schlafzimmern genutzt haben, hatten wir genug Platz für uns und unser mittlerweile stattlich angewachsenes Gepäck. Die Lage am Wilshire Boulevard ist ideal, um LA zu erkunden. Eine Bushaltestelle ist nicht weit entfernt und ein riesengroßer Supermarkt um die Ecke versorgt einen mit allem, was man braucht. Es ist keine schlechte Umgebung und eine ständig anwesende Security sorgt dafür, dass man nicht belästigt wird. Ja, die gefallenen Engel von LA machen vor keinem Viertel mehr Halt. Ein sehr netter Gastgeber und auch die Security versorgten uns mit vielen Tipps, die wir auch umgesetzt haben. Ein letztes Mal fahren wir durch den dichten Verkehr von Los Angeles Richtung Flughafen. Wochenendverkehr ist hier nochmal eine Schippe auf den normalen Verkehr drauf. Allein die Anfahrt auf einen Parkplatz war schon abenteuerlich. Was wir da überhaupt wollen? Wir müssen noch etwas erledigen. Einmal bei In-N-Out Burger essen. Haben wir bisher nicht geschafft, denn diese In-N-Out-Läden sind komplett überlagert und eine halbe Stunde Wartezeit ist nicht unüblich. Also bis man überhaupt bestellen kann. Muss ja was Besonderes sein und man hat es uns ans Herz gelegt. Okay, die Auswahl ist nicht groß, geschmeckt hat es, aber also kann man mal machen, muss es aber nicht. Wir haben schon in besseren Fastfood-Ketten gegessen, also es ist nichts Weltbewegendes und teuer ist es auch. Im letzten Film hatten wir ja schon erzählt, dass unsere Flüge kurzfristig gecancelt wurden. Wir haben über 1,5 Stunden in einem Starbucks gesessen, um die Lufthansa telefonisch zu erreichen. Wir sollten uns ja umgehend in Frankfurt melden. Schlaumeier. Bei 9 Stunden Zeitverschiebung ist das ja auch total easy peasy. Irgendwann kam eine weitere Mail, dass man uns umgebucht hatte. Über Warschau nach Düsseldorf, statt über München. Okay, aber was ist mit unseren reservierten und bezahlten Sitzplätzen und zusätzlichem Gepäck? Das hieß es jetzt zu klären. Da wir uns nicht mehr an den Lufthansa-Schalter begeben mussten, sondern an den von LOT, waren wir recht schnell an der Reihe. Da warteten ja kaum Menschen und dann gerieten wir an einen sehr unhöflichen Jüngling, der erstmal so tat, als ob er uns nicht verstünde und uns direkt mal abkassieren wollte für unser Zusatzgepäck. Das war aber schon längst bezahlt. Als ich dann nach seinem Vorgesetzten fragte, wurde er sehr, sehr freundlich, gab uns plötzlich dann doch nebeneinander liegende Plätze und winkte unsere Koffer nach einem Blick auf die Quittung durch. Geht doch! Wir nähern uns dem Flughafen, Warenrückgabe wie immer problemlos und dann sind wir mitten im Chaos. Der Flughafen selbst ist eine Großbaustelle, das kann ja was werden, denken wir. LA International ist der 5. größte Flughafen der USA und der 6. größte weltweit. Nach dem etwas holprigen Check-in waren wir trotzdem innerhalb von keinen 15 Minuten durch die Sicherheitskontrolle und die war ziemlich gründlich. Trotz Umbau und Chaos, alle Schalter mit freundlichen Beamten besetzt, alles gut organisiert. Memo an Deutschland, es geht also auch anders. Irgendwann das Boarding und dann begann unser 11-stündiger Horrorflug. Eingepfercht auf engstem Raum, der neben mir sitzende Herr machte sich auf meinem halben Sitz mit breit keineswegs gewillt, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen, außer beim Essen. Der Flieger dreckig, die Toiletten nicht zu benutzen. Die Stewardessen sprachen grundsätzlich Polnisch statt wenigstens Englisch, unfreundlich bis unter die Hutschnur. Die Reise unseres Lebens ist vorbei. Knapp 4.300 Meilen durch die USA und davon fast 2.450 Meilen Route 66, The Entire Route 66, von Chicago bis Los Angeles. Durch 8 Bundesstaaten, 4 weitere haben wir gleich mitgenommen. Es sind die Menschen, die unsere Reise so unvergesslich gemacht haben. Menschen, die wir zufällig oder auch geplant getroffen haben. Der Tag mit unserem Freund Dietrich, der extra 4 Stunden mit dem Motorrad angereist ist, um uns zu treffen, war einer der schönsten auf dieser Reise.
Die Tage auf der Meadow Lake Ranch und der herzliche Empfang von Tom und Susie, die Einblicke, die wir ganz exklusiv bekommen haben, der eigentlich zufällige Besuch in einem Capitol, unser Besuch bei den Amischen und dann all die Menschen entlang der Route 66. Es war unvergesslich. Danke an jeden Einzelnen, der diese Reise zu etwas Besonderem gemacht hat. Im Familien- und Bekanntenkreis, aber tatsächlich auch durch Zuschriften über Facebook sind einige Fragen gekommen, die wir gerne jetzt beantworten. Danke nochmal dafür. Allgemein werden wir gerne gefragt, warum ausgerechnet die USA? Gibt es denn so gar nichts, was euch da stört? Die Landschaft und die Menschen in diesem unglaublichen Land sind es, die uns so faszinieren. Wir haben kaum einen unfreundlichen Menschen getroffen, die Hilfsbereitschaft ist nicht zu beschreiben, selbst ohne dass man jemanden fragen muss. Der Nationalstolz, der überall zu spüren ist, ohne dass man direkt in eine Ecke gesteckt wird. Undenkbar in Deutschland wie so vieles. Ja, das Land hat es uns einfach angetan, Liebe auf den ersten Blick damals in 2018. Und dann diese unglaublichen Landschaften, diese unglaublichen Weiten, wir können es kaum beschreiben. Was wir überhaupt nicht leiden können, ganz ehrlich, dieser widerliche Cannabisgestank an jeder Ecke mittlerweile. Pfui. Viel Vergnügen, wenn das auch in Deutschland legalisiert wird. Ein bisschen Doppelmoral ist auch dabei, oder? Rauchen ist verpönt in den USA, aber Kiffen ist okay. Naja. Wenn wir längere Zeit dort sind, vermissen wir doch das deutsche Brot und Lakritz. Das Brot bekommen sie dort nicht so hin wie in Deutschland und Lakritz mag man dort so gar nicht, wie wir erfahren haben. Also haben wir jetzt immer eine Tüte dabei zur Sicherheit. Was uns nervt, ist die Mentalität in den Restaurants. Kaum hat man die Gabel aus der Hand gelegt, kommt die Rechnung. Der kleine Rausschmiss. Wir wissen warum, nerven tut es trotzdem. Wir empfinden das als ungemütlich und auch ein wenig unhöflich, aber das hat damit zu tun, dass wir es von Europa anders kennen. Deshalb sehen wir das Trinkgeld auch als Belohnung und nicht als Gehalt. Immer wieder kam auch die Frage nach dem Warum oder wie wir denn auf so eine Idee kommen. Route 66. Was wir empfehlen, wovon wir abraten. Also, im September 2018 haben wir auf unserem Weg zum Grand Canyon an der Route 66 übernachtet, zufällig. Klar hat man von dieser Straße schon mal gehört, irgendwelche Bilder gesehen, aber unterm Strich nie richtig damit befasst. Aber ein bisschen fasziniert waren wir da schon. Uns hat dieser besondere Spirit erwischt. Im Laufe 2019 haben wir eine weitere Reise ab Nevada geplant und auch dabei kreuzte die 66 zufällig schon wieder unsere Wege. Wir haben uns immer wieder mit der Mutter aller Straßen befasst, ihre Geschichte, ihr Schicksal. Und irgendwann im Spätsommer 2019 haben wir gesagt, wir wollen die Route 66 fahren und zwar ganz in einem Rutsch. Die Menschen damals sind ja auch an einem Stück gefahren und nicht aufgeteilt auf 4 Urlaube. Würden wir die Route 66 nochmal fahren? Sofort. Die Planung begann ja schon im Sommer 2019, die Reise war für Mai, Juni 2020 geplant. Aber wie wir alle wissen, wurde daraus nichts. Bis Mai 2022 haben wir unseren ursprünglichen Plan immer weiter verfeinert, manches ergänzt, manches gestrichen, uns immer weiter informiert. Und trotz fast 3 Jahren Vorbereitung und Planung nicht alles gesehen und erlebt. Wir müssen also nochmal fahren, irgendwann. Beim nächsten Mal allerdings würden wir die Etappen noch kürzer gestalten. Wir möchten noch mehr Zeit und Ruhe an den einzelnen Tagen haben. Oft verbringt man ungeahnt viel mehr Zeit an einem Ort, als man denkt, und an anderen ist man schneller weg, wie man denkt. Auch ein Grund, warum wir nicht mehr auf irgendwelche Empfehlungen hören. Wie oft haben wir gehört, das müsst ihr gesehen haben, besucht haben, erlebt haben, und dann waren wir enttäuscht. Genauso oft haben wir gehört, das kann man überspringen, das kann man sich sparen, das lohnt sich nicht. Und das waren dann die Momente, die für uns einfach nur schön waren. Geschmäcker sind nun mal verschieden und deshalb werden wir auch in Zukunft nur unsere persönliche Meinung weitergeben. Keine Do's and Don'ts, außer dem einen, aber das hatte was mit Sicherheit zu tun. Den einzigen Tipp, den wir geben können, man muss sich auf diese Reise, auf die Straße und die Menschen einlassen. Was wir persönlich auf keinen Fall machen würden, von Los Angeles nach Chicago fahren. Man sollte ja nicht vergessen, die Menschen zogen damals von Ost nach West, nicht andersrum. In 2019 sind wir mal ein kurzes Stück West-Ost gefahren. Für uns hat sich das so angefühlt, als ob wir verkehrt rum eine Einbahnstraße fahren, einfach nicht richtig.
Ein anderes Argument dagegen, also ich hätte keine Lust, die meiste Zeit des Tages mit der Sonne im Gesicht zu fahren und das passiert, wenn man gen Osten fährt. Das kann in manchen Gegenden wirklich ätzend lang sein und man ist in 3 Zeitzonen unterwegs. Verkehrt rum verliert man irgendwann immer wieder eine Stunde, richtig rum gewinnt man sie. Und das heißt mehr Zeit unterwegs. Wir würden nie ohne Vorabbuchungen von Unterkünften losziehen wollen. Warum sollten wir während der Reise Zeit damit verschwenden, uns eine Unterkunft zu suchen und uns dann auch noch vielleicht mit etwas zufrieden geben, was wir unterm Strich gar nicht wollen? Viele Unterkünfte sind übrigens begehrt und da ist es mit spontan dann mitunter sehr schwierig. Aber wir sind auch Menschen, die gerne einen Plan haben, auch wenn der dann spontan auch noch umgebaut werden kann. Aber auch das ist natürlich sehr individuell. Seem to lift my head straight. Just laying in the shades with you. Win or lose, we take it easy. Day by day, oh, that's what we do. Watching people all stressed out, running through their lives, a game they play. 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. I can stay like Ankunft in Warschau, also der einzige Vorteil, den dieser Flughafen bietet, man kann wie überall in Polen recht günstig essen. Und nach dem Fraß, den man uns im Flieger vorgesetzt hatte, war das auch dringend nötig. Das Personal im Einreisebereich, sagen wir mal polnisch freundlich, Deutsche mögen die ja nicht bis gar nicht. Am Flughafen keine Info, wann es wo weitergeht. Bei Nachfrage bekam man die höfliche Antwort, man solle doch auf die Anzeigetafel schauen. Sehr witzig. Naja, irgendwann stand dort unser Flug und dann ging es schnell. Der Flieger war jetzt sauber und bequem, das Bordpersonal sehr freundlich, geht also bei LOT auch anders. Aber das reißt es nicht mehr raus, trotzdem keine Empfehlung. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever. 'Cause I got the world in my hand. Yes, I got the world in my hand. I got the world in my head.
und dann waren wir in Düsseldorf. Zum Schluss noch etwas. Wir haben euch ja die ganzen Filme über immer wieder etwas von unserer Fahne und irgendwelchen Pässen erzählt. Die Fahne haben wir 2019 von einem ganz besonderen Menschen geschenkt bekommen, dem Engel der Route 66, und er hat sie als erster signiert. Diese Fahne haben wir wirklich überall und von jedem signieren lassen, den wir getroffen haben und wo immer wir waren. Wenn wir dran gedacht haben, manchmal ist uns das vor lauter Begeisterung wirklich durchgegangen. Die Pässe funktionieren wie eine kleine Schnitzeljagd. In bestimmten Läden oder an Sehenswürdigkeiten bekommt man einen Stempel und ganz am Ende, da gab es eine offizielle Urkunde der Route 66 Association. Oklahoma und Arizona haben noch zusätzliche Pässe, auch in Arizona haben wir ein Zertifikat bekommen. In Oklahoma haben wir nicht wirklich alles geschafft, also tatsächlich ein weiterer Grund, nochmal die Route 66 zu fahren. Gekauft haben wir die Pässe schon 2019 in Needles, da wussten wir ja schon, dass wir auf die große Reise gehen. Man kann sie sich in Deutschland auch zuschicken lassen, die Adresse müsste ich nochmal googeln, schreibe sie aber gerne in die Videobeschreibung. Ja, das war die Reise unseres Lebens. Aber wir wären nicht wir, wenn wir es darauf beruhen lassen würden. Im Kopf sind schon wieder ziemlich viele Ideen und wir wollen ja mal irgendwann in jedem Bundesstaat der USA gewesen sein. Auf den nächsten Reisen sind wir aber erstmal in Europa unterwegs. Wer Lust hat, abonniert unseren Kanal und erfahrt, wo wir so unterwegs waren. Bis hoffentlich bald. Danke fürs Zuschauen. See you soon.